Ein Tag ohne Handy. Emma hatte schon lange von diesem Tag geträumt. Nicht von einem Spa, nicht von einer Gesichtsmaske und nicht von Kerzen mit Lavendelduft, obwohl das auch nicht schlecht gewesen wäre. Sie träumte von Stille. Davon, dass Lukas wenigstens einen einzigen Tag nicht alle 3 Minuten auf seinen Bildschirm schaute. Beim Frühstück, im Auto, auf dem Sofa, vor dem Schlafen, das Handy war immer dabei, wie ein fünftes Körperteil. Am Freitagabend machte Emma einen Vorschlag, dem Lukas ihrer Meinung nach unmöglich widerstehen konnte. Sie nannte es einen Wellness-Tag. Ein Tag, keine Handys, weder bei ihr noch bei ihm. Nur sie beide. Ein Samstag und die echte Welt. Lukas hob den Blick vom Bildschirm. Er fragte, ob es wirklich nur ein Tag sei. Emma sagte, ja, nur ein Tag. Er dachte etwa 3 Sekunden nach. Dann zuckte er mit den Schultern und meinte, das klinge vernünftig. Emma traute ihren Ohren nicht. Sie hatte sich auf Verhandlungen vorbereitet, auf Falschen, auf Argumente über wichtige Nachrichten und Arbeitschats. Aber Lukas stimmte einfach zu. Das hätte sie sofort stutzig machen sollen. Am Samstagmorgen legten sie ihre Handys in die Kommodenschublade. Emma leicht, fast feierlich, Lukas langsam, als würde er sich von jemandem Nahestehendem verabschieden. Sie frühstückten ohne Bildschirme. Es war ungewohnt still. Lukas griff zweimal automatisch in seine Hosentasche und schämte sich beide Male. Nach dem Frühstück schlug Emma vor, an den See zu fahren. Sie waren ein paar Mal dort gewesen. Ein kleiner Ort außerhalb der Stadt. Kiefern, ein hölzerner Steg. Lukas nickte. Die Idee schien einfach. Ins Auto setzen und losfahren. Sie gingen nach draußen. Lukas setzte sich ans Steuer, legte die Hände aufs Lenkrad und starrte geradeaus. Dann drehte er sich zu Emma um und fragte, wie sie eigentlich dorthin fahren sollten. Emma lachte. Sie dachte, er mache einen Witz. Er machte keinen Witz. Es stellte sich heraus, dass Lukas den Weg zum See nicht kannte. Er war immer mit dem Navi gefahren. Jedes Mal, sogar beim dritten Besuch. Das Navi sprach, er fuhr. Eine einzige Abzweigung hatte er sich nie selbstständig gemerkt. Emma versuchte zu helfen. Sie erinnerte sich in etwa an die Richtung. Nach Norden, dann durch eine kleine Stadt mit einer roten Kirche. Sie fuhren los. Nach 20 Minuten stellte sich heraus, dass die Kirche nicht rot, sondern gelb und die Stadt nicht die richtige. Sie wendeten. Lukas schwieg mit dem Gesichtsausdruck eines Mannes, der unverdienterweise in eine unangenehme Lage gebracht worden war. Emma schaute aus dem Fenster und versuchte nicht zu lächeln. Am Ende fanden sie den See, zufällig, nach 40 Minuten Herumirren auf Landstraßen. Er war genau dort, wo er sein sollte. Nur hatten sie sich den Weg etwas anders gemerkt, als er in der Realität lag.
Lukas parkte, stieg aus und atmete tief durch. Emma sagte, das sei doch schon ein Abenteuer. Lukas erwiderte, er bevorzuge Abenteuer mit Navi. Am Steg war es schön. Sonne, Wasser, keine Benachrichtigungen. Lukas entspannte sich allmählich. Sie redeten. Richtig. Ohne Pausen für „Warte mal, mir hat jemand geschrieben." Emma ertappte sich bei dem Gedanken, dass sie ihn schon lange nicht mehr so gehört hatte. Ruhig, ohne Hintergrundgeräusche. Nach etwa einer Stunde fiel Lukas ein, dass er seinem Freund Stefan hatte anrufen wollen. Sie hatten sich für diese Woche verabredet und Lukas wollte die Uhrzeit klären. Er griff wieder in seine Hosentasche und erinnerte sich wieder. Emma sagte, das sei nicht schlimm. Er könne morgen anrufen. Lukas sagte, er kenne Stefans Nummer gar nicht auswendig. Emma sah ihn an. Er meinte das ernst. Es stellte sich heraus, dass Stefan einfach im Handy gespeichert war. Lukas hatte seine Nummer nie manuell eingetippt. Er hatte nie selbst gewählt. Emma überlegte kurz. Dann fragte sie, ob er wenigstens ihre Nummer auswendig kenne. Lukas öffnete den Mund, schloss ihn, öffnete ihn wieder. Er sagte, die ersten 3 Ziffern kenne er bestimmt. Das war der Moment, in dem Emma aufhörte, ihr Lachen zurückzuhalten. Sie lachte lange, bis ihr die Tränen kamen, bis Lukas ebenfalls zu lachen begann, obwohl ihm sichtlich ein bisschen unwohl dabei war. Sie verbrachten noch 2 Stunden am See. Lukas schwamm. Das Wasser war kälter als erwartet, aber er ließ es sich nicht anmerken. Emma las ein Buch, das sie mitgebracht hatte, ein echtes aus Papier, extra für diesen Tag. Dann lagen sie einfach auf dem Steg und schauten in den Himmel. Auf dem Rückweg schlug Lukas vor, in ein Café einzukehren. Sie kannten ein kleines, mit gutem Kaffee. Sie waren ein paar Mal dort gewesen. Lukas erinnerte sich grob an die Straße. Sie suchten 20 Minuten nach dem Café. Die Straße war richtig, aber das Café lag nicht dort, wo Lukas es vermutete, sondern einen Block weiter. Die ganze Zeit über schwieg er mit dem Gesichtsausdruck eines Manns, der innerlich ein schwieriges Gespräch mit sich selbst führt. Beim Café sagte Lukas, er habe heute etwas Wichtiges begriffen. Emma bereitete sich darauf vor, etwas Tiefgründiges über digitale Abhängigkeit zu hören. Er sagte, er kenne keine einzige Adresse, keine einzige Route und keine einzige Telefonnummer auswendig. Er lebe in der Stadt, in der er aufgewachsen sei, und könne ohne Navi kein Café finden. Emma nickte. Er sagte, das mache ihm ein bisschen Angst. Ein bisschen, stimmte Lukas zu. Er schwieg einen Moment, dann fügte er hinzu, das Handy habe ihn zwar bequem gemacht, aber nicht selbstständig. Früher, noch vor den Smartphones, hätten Menschen Dutzende Nummern im Kopf gehabt, die Stadt wie ihre Westentasche gekannt und Verabredungen im Voraus getroffen, ohne die Möglichkeit, kurz vor der Tür noch zu schreiben, ich komme 5 Minuten später. Emma sagte, genau das habe sie mit dem Wellness-Tag ausgedacht.
Nicht Yoga, nicht Kerzen, nicht digitaler Detox als Modewort aus einer Zeitschrift, sondern einfach sich daran erinnern, wie es sich anfühlt, wenn man selbst in der Welt navigiert, wenn der Kopf arbeitet und nicht alles an den kleinen Bildschirm in der Hosentasche delegiert. Lukas trank seinen Kaffee aus und schaute lange aus dem Fenster auf die Straße. Dann sagte er wolle etwas ausprobieren. Emma wurde vorsichtig. Das letzte Mal, als Lukas diesen Satz gesagt hatte, hatte er versucht, ein Regal zu reparieren, und am Ende war die halbe Küche auseinandergenommen. Aber dieses Mal war es einfacher. Er wollte nach Hause laufen, ohne Navi, allein. Emma fragte, ob er überhaupt wisse, in welche Richtung er gehen müsse. Lukas sagte, das wisse er in etwa. Sie traten aus dem Café. Lukas lief die ersten 10 Minuten mit festem Schritttempo. Dann verlangsamte er sich. Er schaute sich um, erkannte Straßen und erkannte sie gleichzeitig nicht. An einer Kreuzung blieb er stehen und gab ehrlich zu, dass er nicht sicher sei, rechts oder geradeaus. Emma wusste es, aber sie schwieg. Lukas entschied sich für rechts. Das war falsch, und nach 3 Minuten war es offensichtlich. Sie standen vor einem Bauzaun in einer unbekannten Straße. Lukas sah Emma an. Emma sah Lukas an. Er fragte, ob sie es gewusst habe. Seit der Kreuzung, sagte sie. Und sie habe nichts gesagt? Er habe doch selbst gewollt. Er fand keine Antwort. Sie gingen zurück zur Kreuzung und liefen geradeaus. Der Heimweg dauerte doppelt so lange wie sonst. Aber sie kamen an, ohne Navi, ohne Hinweise, mit einer falschen Abbiegung und einem Bauzaun als Lektion. Zu Hause ging Lukas als erstes zur Kommode, öffnete die Schublade, betrachtete das Handy und schloss die Schublade wieder. Emma war überrascht. Lukas sagte, der Tag sei noch nicht vorbei. Sie kochten gemeinsam, ohne Rezepte aus dem Internet, aus dem, was im Kühlschrank war. Es schmeckte seltsam, aber durchaus essbar. Lukas briet Kartoffeln und verbrannte die erste Portion, weil er keine Zeit auf dem Handy-Timer gestellt hatte und auf sein eigenes Gefühl vertraut hatte. Das Gefühl täuschte ihn. Die zweite Portion gelang besser. Nach dem Essen saßen sie auf dem Sofa. Ohne Serie, ohne YouTube, ohne Hintergrundmusik aus der Bluetooth-Box. Sie redeten einfach über Dinge, über die sie lange nicht mehr geredet hatten, wohin sie im Sommer fahren wollten, über das Buch, das Emma seit 3 Monaten las und einfach nicht zu Ende brachte, darüber, dass Lukas als Kind Gitarre lernen wollte und es nie getan hatte. Irgendwann sagte Lukas, heute sei ein seltsamer Tag gewesen. Emma fragte, ob er das im schlechten Sinne meine. Nein, sagte er, nur seltsam, ungewohnt. Als hätte er den ganzen Tag ohne GPS navigiert, im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Und nichts Schlimmes sei passiert. Sie hätten den See gefunden, das Café gefunden, den Heimweg gefunden. Ein bisschen länger, ein bisschen umständlicher, aber gefunden. Emma sagte, so hätten Menschen früher jeden Tag gelebt.
Lukas antwortete, er verstehe nicht, wie sie das geschafft hätten. Vor dem Schlafen holte er doch noch das Handy heraus, um zu prüfen, ob etwas Dringendes passiert war. Es gab viele Nachrichten. Nichts Dringendes war passiert. Stefan schrieb, dass ihm Mittwoch passe. Ein Kollege hatte ein Meme geschickt. Die Mutter fragte, wie es ihm gehe. Lukas schrieb der Mutter, dass alles gut sei und legte das Handy weg. Emma schlief schon fast. Sie fragte mit halblauter Stimme, ob er so einen Tag wiederholen würde. Lukas überlegte. Ja, sagte er, aber beim nächsten Mal lerne er wenigstens ihre Nummer auswendig. Emma lächelte und schloss die Augen. Draußen war es still. Das Handy lag mit dem Display nach unten auf dem Nachttisch und niemand rührte es an.